Hallo liebe schwangere Mama, in diesem Video werde ich dir erklären, worauf es bei der Hypnobirthing-Geburtsatmung während der Geburt besonders ankommt und wie sie dir hilft, deinen Körper und dein Baby optimal bei der Geburtsarbeit zu unterstützen. Ich bin Mama von 2 Kindern, ausgebildete Hypnobirthing- und Babymassage-Kursleiterin, Rückbildungstrainerin und Wochenbettcoach. Schön, dass du mein Video anschaust. Auf diesem Kanal findest du jede Woche das wichtigste Wissen rund um Schwangerschaft und Muttersein. Wenn du neu hier bist, dann lohnt es sich zu abonnieren. Zunächst einmal möchte ich dir erläutern, warum ich vom klassischen Pressen abrate und hier die Geburtsatmung als weitaus effektiver erachte. Die Geburt ist ein kraftvolles Ereignis, vor dem viele Frauen leider große Angst haben. Vor dem Ungewissen, möglichen Schmerzen und vielleicht auch davon, nicht genau zu wissen, wie sie entspannt bleiben können. Und hier ist die Geburtsatmung eine der 3 Atmungen, die dich mit ihrer speziellen Technik dabei unterstützt, sicher, kontrolliert und selbstbestimmt durch die Geburt zu gehen. Die Tutorials zu den anderen beiden Hypnobirthing-Atmungen, der Ruheatmung und der Wellenatmung, habe ich dir unten in der Infobox noch einmal verlinkt. Widmen wir uns nun aber der Geburtsatmung. Wie der Name schon verrät, ist diese Atmung ganz speziell für den letzten Teil der Geburt gedacht. Dein Muttermund ist komplett geöffnet, dein Gebärmutterhals verstrichen und dein Baby ist bereit, sich durch den Geburtskanal, also durch das Becken zu arbeiten und geboren zu werden. Normalerweise ist das der Punkt, an dem die werdende Mama mit aller Kraft mitpressen soll. Häufig von außen durch Hebamme oder Arzt angeleitet. Das ist jedoch nicht die effektivste Art, das Baby auf die Welt zu bringen, da sie nicht intuitiv und nicht den Impulsen deines Körpers mitgeht. In dieser letzten Phase der Geburt kannst du in Kombination mit der Wellenatmung am effektivsten mitarbeiten. Das klingt gut, oder? Dann lass uns die Geburtsatmung, ihren Nutzen und ihre Durchführung auch im Vergleich zum klassischen Pressen doch einmal gemeinsam durchgehen. So bekommst du eine Vorstellung davon, wie sie funktioniert und was genau sie bewirkt. Ich würde gerne damit beginnen, dir zu erklären, was genau die Geburtsatmung ist, worauf es bei der Geburtsatmung ankommt und worauf du achten solltest, beim Üben als auch im Hinblick auf die Geburt. Anders als zum Beispiel bei der Wellenatmung gibt es bei der Geburtsatmung keinen festen oder vorgegebenen Rhythmus, in dem dein Atem fließen soll. Du musst keine gewisse Anzahl von Schlägen ein- und wieder ausatmen. Du findest deinen Rhythmus hier ganz von alleine. Er wird von deiner Gebärmutter und deinem restlichen Körper vorgegeben. Jede Gebärende ist hier komplett und total individuell. Während jeder Welle pulsiert deine Gebärmutter nämlich, zieht sich zusammen und entspannt sich wieder. Die seitliche Bauchmuskulatur arbeitet hier kräftig mit. Dein Baby wird hierbei immer wieder nach unten Richtung Geburtskanal geschoben und kann sich Stück für Stück hindurcharbeiten, immer tiefer Richtung Beckenausgang und Dammrand. Dein Atem, den du während der Welle einatmest und gefühlt nach unten Richtung Damm und Vagina ausatmest, darf kräftig und schiebend sein, so wie es sich für dich gut anfühlt. Der Körper kommuniziert ganz deutlich, was er an Mitarbeit braucht, wenn man auf die entsprechenden Signale achtet. Der Unterschied zum Pressen besteht darin, dass der Atem nicht forciert und geleitet wird. Dadurch besteht keine Gefahr, dass dein Beckenboden oder die restliche Beckenbodenmuskulatur verkrampfen. Verkrampfung führt nämlich dazu, dass der Kopf des Babys nicht durch die Öffnung im Beckenboden kommt, da diese dann fest und unflexibel ist. Das Baby bekommt die Muskulatur nur mit viel Kraft seinerseits gedehnt. Wusstest du, dass die Geburtsatmung auch J-Atmung heißt? Vielleicht kannst du es dir noch besser vorstellen, wie die Atmung funktioniert, wenn ich es dir anhand eines J erkläre. Stell dir als erstes vor, du würdest hier links neben mir stehen und mich im Profil sehen. Nun atme ich ein, schicke den Atem durch den Körper nach unten und atme gefühlt nach vorne durch die Vagina wieder aus. Die Atmung fließt in J-Form durch den Körper. Sie unterstützt also den Weg deines Babys durch den Geburtskanal auf die Welt. So viel zur Theorie. Wie sieht es nun mit der Praxis aus? Die Geburtsatmung ist die einzige der 3 Hypnobirthing-Atemtechniken für die Geburt, die man nicht so üben kann, wie man sie letztendlich während der Geburt anwendet. Während der Geburt gleicht die Atmung einem Reflex oder Impuls, dem du, wie bereits erwähnt, intuitiv folgst. Dieser Reflex wird aber erst und nur während der Geburt ausgelöst. Es gibt aber eine ähnliche Funktion in unserem Körper, die nach demselben Prinzip abläuft. Hier kann man die Geburtsatmung antesten und einen Eindruck davon bekommen, was unter der Geburt passiert. Und zwar auf der Toilette beim Stuhlgang. Dieser Ausscheidevorgang ähnelt nämlich dem Ausscheidungsprozess während der Geburt recht stark. Auch hierbei ist es wichtig, dass du entspannt bist, dass dein Beckenboden und der Schließmuskel locker sind und dass du nicht forciert mitpresst. Wenn du jetzt also neugierig geworden bist, ob es funktioniert, probiere es bei nächster Gelegenheit einfach mal aus.
In meinen Kursen empfehle ich den werdenden Mamas außerdem zusätzlich die Beschreibung der Geburtsatmung, die Marie Mongan in ihrem Buch gibt, noch einmal durchzulesen. Was solltest du über die Geburtsatmung außerdem noch wissen? Eine oft gestellte Frage ist die, wann genau während der Geburt die Wellenatmung und wann nun die Geburtsatmung angewandt wird. Darum noch mal kurz zur Übersicht für dich. Sobald die Geburt mit mehr oder weniger regelmäßigen Wellen losgeht, wendest du bei jeder Welle die Wellenatmung an. Sie hilft dem Muttermund dabei, sich zu öffnen. Du atmest gefühlt nach vorne und nach oben. Mein Tutorial zur Wellenatmung mit Praxiseinheit habe ich dir unten in der Infobox noch einmal verlinkt. Wenn der Muttermund schließlich komplett geöffnet ist, ist es Zeit für die Geburtsatmung. Hier atmest du nicht mehr nach oben und vorne, sondern schiebst gezielt nach unten. Und wie weißt du nun, wann es Zeit ist für die Geburtsatmung? Das wissen dein Körper und dein Instinkt von alleine. Wenn du also während der Geburt durch nichts gestört oder abgelenkt wirst, merkst du, wie dein Körper langsam in die Geburtsatmung übergeht, ganz intuitiv und ohne dein Zutun. Und hier möchte ich dich wirklich dazu ermutigen, voll und ganz auf dich, deinen Körper und dein Baby zu vertrauen. Zu guter Letzt werde ich dir jetzt noch verraten, welche Vorteile dir die Geburtsatmung meiner Erfahrung nach im Gegensatz zum klassischen Pressen für die Geburt bringt. Hierfür als erstes eine kurze Beschreibung, wie das klassische, angeleitete Pressen funktioniert. Die werdende Mama liegt auf dem Rücken. Die Beine werden gehalten oder aufgestellt, das Kinn wird auf die Brust genommen und die Luft angehalten. Dann wird mit aller Kraft 3-mal hintereinander, so stark wie möglich unter Anleitung der Hebamme gepresst. Dieses sogenannte Valsalva-Pressen, welches den Abstieg des Babys beschleunigen soll, hat nachweislich negative Auswirkungen auf die Geburt. Der Herzschlag der Mutter verlangsamt sich, die Blutzufuhr zur Plazenta nimmt stark ab und es kommt zu einer reduzierten Sauerstoffversorgung beim Baby. Außerdem kann es durch diese unnatürliche Art des Pressens, die sich nicht am Rhythmus des Körpers und der Gebärmutter orientiert, dazu kommen, dass es zu Blutungen im Auge kommt. Ein anderer Name für diese Art des Pressens ist daher auch das rote Pressen. Zu guter Letzt haben Babys, die durch eine natürliche Geburtsatmung geboren wurden, bessere Abgarwerte und die Mamas sind nach der Geburt weniger erschöpft. Eine ideale Kombination für deine Geburt ist also ganz klar folgendes: Deine intuitive Geburtsatmung, eine dich entspannende Atmung zwischen den Wellen und eine aufrechte Geburtsposition, bei der die Schwerkraft mithelfen kann. Um noch mehr Mamas auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen, gib dem Video ein Like und teile es. Abonniere den Kanal und läute die Glocke, damit du kein neues Video mehr verpasst. Und hier habe ich 2 weitere Videos, die auch für dich interessant sein könnten. Bis zum nächsten Video, deine Marie.